Hallo und welcome back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe eine etwas andere Brille heute an, aber ich dachte mir, sie passt ganz gut zum Outfit, all black und so. Ja, ich habe gerade eine kleine Schnapsidee. Ich habe letztes Jahr mein erstes Dirndl genäht und was soll ich sagen, es war irgendwie schon so ein kleiner Pain. Also es hat schon alles geklappt, aber es war echt viel Arbeit. Und deswegen denke ich mir, mache ich das dieses Jahr einfach nochmal, why not? Ich hoffe, ich schaffe das alles, aber ich bin halt jetzt auch gerade in Berlin. Ich war schon in einem Trachtenladen, aber ich habe nicht die Töne gefunden, die ich haben wollte. Also in einem Stoffladen, wo es viele Trachtenstoffe gibt. Und deswegen dachte ich mir, hier in Berlin muss es doch einen Stoffladen geben, der meine gewünschten Töne hat. Ich habe mir was in den Kopf gesetzt und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Also let's go! By the way, das hier ist mein Outfit, all black. Ich habe hier einen Rock an, sieht man gerade gar nicht, mit so einem schönen Schlitz. Meine Ballerinas und dieses Top hier. Und tatsächlich hatte ich dieses Top bei Zara gekauft und dann ist mir hier dieses Ding kaputt gegangen. Dann habe ich einfach hier jetzt so einen Ring eingefädelt. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben schönes Wetter draußen, also let's go. Ich bin jetzt wieder rausgegangen. Ich habe, also diese zwei Brauntöne waren richtig, richtig schön. Aber, also der eine hatte einfach, also der kurzflorige, den ich toll finde, der hatte einfach so Streifen und das ist dann blöd, weil dann kann ich das Mieder auch nicht richtig schneiden. Und der andere war einfach zu flauschig und das ist beim Nähen dann auch nichts. Und deswegen habe ich gesagt, ich schaue weiter und wenn ich wirklich nichts finden sollte, kann ich da auch nochmal zurückkommen, weil da waren noch 18 Meter auf der Rolle. Ich fahre jetzt zum zweiten Stopp. Das ist einfach am anderen Ende von Berlin. Ja, schauen wir mal, was wird. Aber ich bleibe optimistisch. Es ist auch schon, also wird alles knappe Kiste, aber ich habe gesagt, ich gucke jetzt da, ob es überhaupt so braunen Samt gibt, weil dann hat es sich auch erledigt. Aber ich hoffe, fingers crossed. Ich bin jetzt wieder back und bin auch ein bisschen sad, dass ich meinen Traumstoff hinter mir lassen musste. Aber wie gesagt, es hätte einfach nichts gebracht. Und in dem anderen Laden habe ich leider den Stoff nicht gefunden. Aber ich bin nicht leer ausgegangen, weil ich dachte mir, ich sammle einfach schon mal. Und ich brauche ja auch ein Futter oben im Mieder. Und da ich auf dunkelbraun gehen möchte, dachte ich mir, ein passendes Futter wäre auch ganz cool. Das habe ich beim hellblauen Dirndl auch gemacht. Habe ich auch einen hellblauen Futterstoff genommen für 1 Meter. Dann habe ich das schon mal. Und Einfassband für innen drin, damit das alles schön aussieht. Und dann noch Passwillband für an den Ärmeln. Das heißt, ich werde morgen noch eine neue Runde starten und ich werde mir jetzt mal überlegen, wo ich eher so lang gehen werde. By the way, ich habe mich hier mit dem Lockenstab verbrannt, also deswegen habe ich hier so einen Brandfleck. Ja, ich überlege, ob ich morgen auch mal zum Maybachufer fahren soll. Da gibt es ja auch immer noch Stoffe. Ich weiß zwar nicht, ob es da auch Samtstoffe gibt, aber let's try. Ich würde halt das gern irgendwie vor Ort sehen, weil ich jetzt auch schon wieder gesehen habe, dass Samtstoffe so unterschiedlich in echt aussehen können und schimmern können. Deswegen will ich ungern im Internet was bestellen. Aber vielleicht gucke ich mal, ob ich mir irgendwo Stoffproben bestellen kann, die braunen Samt haben. Ich habe mich halt einfach schon auf dieses Braun so fixiert, weil ich das Dunkelbraun so schön finde. Ich könnte natürlich auch dunkelblau oder rot nehmen. Rot finde ich schon auch sehr cool. Aber wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das auch haben. Und ich glaube, ich freue mich dann umso mehr, wenn ich diesen Braunton finde. Ich weiß ja, es gibt immer noch das Backup mit diesem kuscheligeren Samt. Weil da gab es irgendwie noch so 18 Meter auf der Rolle. Ja, sonst ist das irgendwie Plan C oder so.
It's a new day, das heißt, es gibt die neuen Chancen, meinen Traumstoff für mein Dirndl zu finden. Ich habe mir ein paar Stoffläden jetzt rausgesucht, die werde ich nach und nach abklappern. Drückt mir die Daumen. Es ist heute auch richtig, richtig schön, es wird heute noch 30 Grad. Deswegen habe ich hier schon mein Sommeroutfit angezogen. Im Hintergrund liegt, by the way, mein blaues Dirndl. Ich wollte mal versuchen, das irgendwie mit Hand so ein bisschen zu waschen, weil ich traue mich nicht, das in die Waschmaschine zu tun oder ich gebe es in die Reinigung. Und ja, ich würde sagen, let's go! Ich war jetzt in einem Laden, wo sie richtig schön Baumwollsamt hatten, aber nicht in dunkelbraun, und dann habe ich nachgefragt. Ja, sie meinte, sie guckt noch mal in dem anderen Stoffladen, ob sie da dunkelbraunen Samt haben. Das haben sie leider nicht. Und ja, ich weiß aber von welcher Firma sie das haben, sonst kann ich da noch mal online gucken. Es wäre aber eher so ein Schokobraun, eher so karamelliger. Ich will eigentlich dunkelbraun. Ja, jetzt geht's weiter mal zum Maybachufer. Ich finde die Stofftour ja low-key auch ziemlich cool, weil dadurch lerne ich mal so alle Stoffläden kennen in Berlin. Und ich nehme mir irgendwie auch aus jedem Stoffladen irgendwas anderes mit. Also jetzt in dem letzten habe ich die Gewebeeinlage gesammelt, die ich für mein Dirndl brauche. Und ich wollte ja eigentlich zum Maybachufer, aber die U8 ist gesperrt und deswegen gehe ich jetzt in meine alte Hut nach Friedrichshain in den Stoffladen. Da bin ich jetzt davor. Geh mal los. Okay, ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe jetzt einen Deckabstoff gefunden. Das war ein sehr schönes Dunkelbraun. Ich bin schon sehr picky, was meinen Braunton angeht. Aber, wie gesagt, ich habe ja noch das Stoffmuster bestellt. Es müsste eigentlich morgen kommen, das schaue ich mir an. Und wenn ich wirklich keinen Braunton finde, dann wird es der Stoff, und die hatten auch noch genug da. Da hatten sie 2 Qualitäten, einen hochwertigeren. Ich glaube, der kostet so 50 € den Meter, und noch einen anderen für 30 €. Wieder zurück, und ja, also ich war zum ersten Mal jetzt mal so wirklich auf dem Maybachufermarkt, und es war eine kleine Reizüberflutung, aber irgendwie auch sehr cool. Also es gab super viel Gemüse und auch ein bisschen Stoff und Kurzwaren und alles Mögliche irgendwie. Meine Ausbeute von diesem Markt sind 6 Passionsfrüchte für 2 €. Das ist auch echt, also ja, kann man ein paar Schnapper machen. Ansonsten habe ich hier die Gewebeeinlage, und ja, ich war noch in einem anderen Store, aber er hatte viele Polsterstoffe, aber wirklich so dicke Polsterstoffe. Deswegen mein Plan ist jetzt, dass ich auf das Muster warte, das kommt morgen, und wenn nicht, dann hole ich den anderen Baumwollsamt. Also ich spiele ja auch immer noch den Gedanken, rotes Dirndl zu machen, aber das mache ich einfach nächstes Jahr. Ich habe mich irgendwie jetzt so auf braun festgefahren. Ich glaube, wir sehen dieses Jahr auch super viel Butter Yellow. Super viele Dirndl in der Farbe. Ich dachte mir, ich bleibe in der
Trendfarbe dunkelbraun. So ein braunes Leinendirndl ist schon auch schön, aber ich hatte halt einfach dieses schöne braune Dirndl anprobiert. Das hat irgendwie so fast 1400 € gekostet hat. Und dann dachte ich mir, come on, ich krieg das auch selbst hin und in meinem eigenen Stil. Das macht mir auch irgendwie auch Spaß, deswegen werde ich das so machen. Normalerweise, also ich suche auch nicht so krass nach so Stoffen, so dass ich jetzt sage, okay, ich fahre in 5, 6 Läden oder sowas. Da schaue ich dann eigentlich schon auch online. Aber wie gesagt, mir macht es irgendwie gerade auch ein bisschen Spaß, einfach mal die Berliner Stoffläden zu erkunden, damit ich weiß, wo ich was finde. Finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Weil in München hatte ich halt so meine Go-To-Stoffläden. Ich meine, da gibt es jetzt auch nicht viele. Da gibt es natürlich auch ein paar Trachtenläden, aber da habe ich auch geguckt und die Brauntöne waren mir, also den einen Braunton, den ich gesehen habe, der war sehr, sehr rötlich und das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Ich habe ja letztes Jahr für das Dirndl bei mir in der Heimat Stoffe gekauft. Wie gesagt, also ich habe heute auch wieder richtig schöne Farben gesehen. Dunkelblau und Rot finde ich schon auch noch sehr schön und dunkelgrün. Ich habe mich da jetzt zu sehr reingefuchst. Und ich habe ja auch die ersten Zutaten schon in dunkelbraun gekauft. Und ich weiß ja, es gibt auf jeden Fall Brauntöne. Und ich dachte mir, es ist auch einfach mal spannend, euch da mitzunehmen. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Und denkt euch die ganze Zeit so, Julia, nimm den Stoff. Nee, hast du bei mir auch schon mal, nicht wahr? Ich sehe mich schon, wie ich am Ende den Stoff aus dem Online-Shop kaufe und dann irgendwie so halb Berlin erkundet habe. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht als Zeitverschwendung. Also ich habe jetzt echt neue Läden, also auch coole Läden gesehen, wo man auch so teilweise Reststoffe so richtig günstig bekommt. Finde ich schon auch sehr nice. So ein bisschen so wie in Bangkok, als ich da in diesem riesigen, in Chinatown, in diesem riesigen Stoffkaufhaus war, auf irgendwie so 3, 4 Etagen oder sowas. Und da gab es ja schon auch echt günstigen Stoff. Ich meine, okay, das ist schwierig hier, aber irgendwie ging es dann schon so ein bisschen in die Richtung, auch vom Preis, wenn das so Reststücke sind, ist halt schon geil. Leute, meine bestellten Stoffmuster kamen an. Ja, schauen wir doch mal. Das hier ist der Sammenstoff. Ein sehr schönes Braun, aber ich fand den anderen aus dem Laden hochwertiger. Und dann habe ich so Baumwollstoffe, verschiedene dazu bestellt. Aber ich glaube, das ist es nicht. Also ich finde die Farbkombi, die beiden hier sehr, sehr schön. Das ist ja nicht so, die beiden. Das nehme ich aber auf jeden Fall mal mit. Und ich fahre jetzt einfach in den Laden, wo ich den braunen Baumwollsamt gefunden habe. Den fand ich toll. Das mache ich jetzt und dann habe ich den Stoff für Smida, finally. Und dann gucke ich mal, ob es auch für untenrum was gibt und die Schürze und dann haben wir es. Let's go. Oh mein Gott, I made it und ich habe alle Stoffe für mein Dirndl finally in ganz Berlin gefunden. Aber ich bin jetzt super happy und ich hätte es wahrscheinlich auch alles in einem Laden irgendwie kaufen können, aber ich wollte ja auch diese kleine Tour machen. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich meine Stoffe gefunden habe. Fangen wir an mit diesem wunderschönen Baumwollstoff. Den habe ich in Friedrichshain gefunden. Und es hätte auch noch einen anderen Baumwollstoff dort gegeben, also einen Baumwollsamt. Aber der war viel hochwertiger und deswegen habe ich mich für den teureren entschieden. Der hat jetzt 50 € pro Meter gekostet. Und eigentlich braucht man für Smida auch nur so 80 cm, also ich jedenfalls. Aber ich habe tatsächlich 2 Meter mitgenommen, weil ich damit noch ein paar andere Sachen vorhabe. Unter anderem möchte ich das eigentlich auch unter dem Rock haben und versuchen vielleicht noch so Puffärmel oder irgendwie sowas einzuarbeiten. Aber ich dachte mir, ich bin ganz Berlin abgefahren, um diesen Stoff zu finden. Ich nehme da jetzt genug mit. Passend dazu Gewebeeinlage. Ich weiß gerade nicht auswendig, welches ist. G740 oder G710 oder so. Ist, wie gesagt, eine Gewebeeinlage und Non-Stretch und die wird gegen den Sand gebügelt. Das muss ich aber auch erstmal noch testen, weil Sandbügeln. Mir hat die Verkäuferin gesagt, dass das auch mit Dämpfen ganz gut klappt, ohne drüber zu bügeln. Weil ja diese Klebepünktchen auf der einen Seite sind, werde ich auch mal austesten. Genau, geht schon irgendwie. Dann brauche ich noch ein Futter für das Mieder und auch für die Taschen im Rock. Und da, das ist hier, habe ich mich auch für einen dunkelbraun entschieden. Manche machen ja dann so helle Stoffe oder bunte Stoffe, aber ich dachte mir, komm, ich gehe jetzt einfach Uni, kann man nichts falsch machen. Ja, einfach ein ganz normaler Baumwollstoff.
in Neukölln. Dann habe ich in diesem Laden auch meinen Rockstoff gefunden und ich wollte, dass der ein bisschen heller ist. Ich habe am Anfang nach reiner Baumwolle und Leinen gesucht, aber irgendwie hat das von der Machart zum Samt nicht so gepasst, vor allem Leinen. Und jetzt habe ich diesen schönen braunen Ton hier gefunden, finde ich toll. Der knittert nicht und fällt super leicht. Genau, mit dem bin ich happy. Habe ich auch 2 Meter gekauft. Ich glaube, über 1,60 würden auch reichen. Weil ich ja gefühlt durch ganz Berlin gefahren bin, habe ich auch teilweise schon, wenn ich was gesehen habe, es einfach mitgenommen. Und zwar habe ich mir Schürzenstoffe mitgenommen. Einmal dieses rötliche hier, finde ich auch schön zu den anderen Stoffen. Was ist das? Das ist so ein festerer kein Futterstoff, das meinte sie nicht, aber der fällt auch sehr schön und glänzt. Und dann ein Taft. Bei meinem anderen Dirndl habe ich ja Wildseide als Schürze. Ich habe das jetzt so nicht gefunden und deswegen dachte ich mir, ich probiere jetzt einfach mal diesen typischen Taft. Sieht man jetzt vielleicht nicht so, der changiert auch so ein bisschen. Und damit das Dirndl aber nicht nur so dunkel bleibt, werde ich wahrscheinlich auch noch eine hellere Schürze suchen. So ein bisschen in die hellbraune Richtung, finde ich auch schön, damit es ein bisschen frischer bleibt und nicht nur ganz dunkel ist. Zutaten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wie gesagt, ich habe überall was mitgenommen und hier habe ich irgendwie für jeweils 1 Euro für die Taschen Reißverschlüssel gekauft. Denn ich liebe es, in den Dirndl-Taschen Reißverschlüssel zu haben, weil da kann man irgendwie sein Handy und sein Geldbeutel reintun und nichts fliegt raus. Dann Schrägband. Ich mag das irgendwie, wenn es innen auch schön aussieht und schade, irgendwie eins zu haben, selbst wenn ich es dafür nicht nutze. Ich habe auch mal Pastelband gekauft. Eigentlich habe ich nach so schönen, besonderen Pastelbändern gesucht, aber ich glaube, da muss ich dann doch irgendwie eher in Bayern im Laden schauen. Aber ja, vielleicht irgendwie am Arm oder hier oder ich gucke mal, wo ich es fühle. Ist eigentlich auch eine ganz schöne Farbe. Ich habe Widerhaken gekauft. Ich möchte versuchen, so eine, wie sagt man, vorne so eine Leiste. Ich möchte es mit den Widerhaken schließen. Korsettstäbchen habe ich. Aber ja, let's try. Dann habe ich einmal so eine braune Borte hier gefunden und habe überlegt, vielleicht kann ich die irgendwie noch an einen Rock oder an eine Schürze machen. Die hat 1 Euro pro Meter gekostet und da waren noch irgendwie 4 Meter übrig. Dann habe ich noch diese Bändchen hier gekauft. Das sind so Druckknopfbänder. Da habe ich mir überlegt, dass ich die eventuell ins Ärmelloch innen einnähe, damit ich so ein Flügelärmelchen einsetzen kann und wenn ich keine Lust drauf habe, kann ich es abnehmen. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ob ich das so umsetzen kann, schauen wir mal, weil ich mag schon auch Blusen zum Dirndl, aber es ist ja gerade im Trend und wenn ich vielleicht auch nur das Oberteil tragen will, dann finde ich es ganz süß. Wie kann ich das Oberteil nur tragen und den Rock nicht? Ich habe mir überlegt, also ich könnte ja auch im Miet auch einen Rock machen, aber ich habe mir überlegt, nur wenn es klappt, dass ich hier Reißverschluss einarbeite, so wie bei meinem Sewing Star Mantel, den man ja auch absippen kann. Und ich mag einfach die Idee von Sachen, dass man sie verschieden tragen kann oder mehrfach oder einzeln oder sowas. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich das so integrieren, dass es trotzdem noch ein Dirndl ist und auch nichts verrutscht, aber ich verschiedene Röcke zum Beispiel nähen kann oder Rocklängen und das mit diesem Reißverschluss dann absippe. Vielleicht verwerfe ich die Idee aber auch noch. Manchmal habe ich so viele Ideen und weiß gar nicht, wie ich sie umsetzen soll, aber ich bin sehr, sehr happy mit meinem Stoff. Jetzt muss ich tatsächlich auch anfangen. Das ist ja mal das Ding. Ich setze mir da eine Sache in den Kopf und habe Bock drauf und dann realisiere ich, wenn ich alles eingekauft habe, so, oh, ich muss jetzt auch anfangen. Ja, und jetzt habe ich irgendwie, also ich hoffe, es klappt alles so, wie ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, den ganzen Stoff zusammenzusuchen, die ganzen Stoffläden mir rauszusuchen und jetzt weiß ich auch irgendwie, für welchen Stoff ich wohin muss. Ob ich jetzt so einen Lieblingsstoffladen habe hier schon, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe einfach meine Lieblingsläden in München oder meinen Lieblingsladen. Es gibt auf jeden Fall eine tolle Auswahl und man findet überall irgendwas. Und ich würde sagen, im nächsten Video nähen wir das Dirndl zusammen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal auf Instagram folgen. Da werde ich auch einiges zum Dirndl posten
Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr hier den Kanal abonniert. Und bis dahin, bye bye!